In diesem Video möchte ich euch nochmal den Orient Express von Märklin bzw. von Primex vorstellen. Der Originalzug von der französischen CEVL-Gesellschaft auf die Schienen gestellt. Und die ersten Züge bestanden wohl nur aus Schlaf- und Speisewagen. Und den ersten Zug haben die Franzosen wohl am 5. Juni 1883 auf die Strecke geschickt von Paris bis Konstantinopel. Interessant ist, dass in den ersten Jahren hier wohl das Schienennetz gar nicht durchgängig verlegt war und dass so mit Unterbrechungen auf den Wasserwegen dann wohl mit Fähren der ganze Zug übergesetzt wurde. Und ab 1890 war das Schienennetz dann komplett und die Strecke wurde ab dann ohne Unterbrechung von den Zügen durchgefahren. Die Lokomotiven wurden auf dieser Strecke dann immer wieder gewechselt und auch bei mir ist hier eine weitere Lokomotive dazugekommen. Märklin hat dann 1988 die Primex-Packung 2701 aufgelegt und hat diesen kleinen Set hier herausgebracht, eine Dampflokomotive mit 3 Personenwagen. Und da handelt es sich hier wohl um die Baureihe 38, die von Märklin dann in eine braune SNCF-Variante umlackiert wurde. Und in dem Set befinden sich dann 3 Personenwagen, und zwar ein Schlafwagen, ein Salonwagen und ein Speisewagen. Das Ganze wurde von Märklin dann später ergänzt mit einem weiteren Schlafwagen, einem Speisewagen, einem Gepäckwagen und als Abschluss gab es noch einen Weinwagen. Es gibt dann ein historisches Werbeplakat, was ich hier abgebildet habe, und da ist die Strecke aufgeführt und dann sind nochmal die Hauptpunkte. Und von Paris fuhr der Zug über München, Wien, Budapest bis nach Konstantinopel. Und soweit ich weiß, wird ein Nachdruck von diesem Plakat heute immer noch produziert. In dem 1988er Katalog von Primex ist dann die Lokomotive hier vorne abgebildet. Es ist dann leider keine Abbildung der Packung im Katalog vorhanden, aber auf der Rückseite sind dann zumindest nochmal die 3 Wagen abgebildet und oben links in der Ecke hat man dann eine Beschreibung von dem Zug, die 2701, Inhalt Dampflokomotive Serie 230F der französischen Staatsbahn, Pullman Salonwagen, erste Klassen internationaler Schlafwagengesellschaft, Pullman Speisewagen der CEVL und Schlafwagen der CEVL. Ansonsten die Beschreibung der Lokomotive, die dann der Baureihe 38 von Märklin entspricht. Und der ganze Zug hat eine Gesamtlänge von 92 Zentimetern. Und hier haben wir die Zuglokomotive aus dem Set, dann die ganze Lokomotive in braun umlackiert und mit den roten Zierleisten am Rahmen und den goldenen Kesselringen dann für den Orient Express ein bisschen aufgehübscht, aber technisch entspricht die Lokomotive der Baureihe 38, damals schon von Märklin unter der 3099 verkauft. Und hier haben wir den ersten Speisewagen, der dem Set beigelegt ist und in dieser dunkelblauen Farbgebung mit den goldenen Verzierungen bzw. Fensterrahmen, muss ich sagen, macht das hier einen sehr hochwertigen und edlen Eindruck. Die Wagen entsprechen dann in der Grundform der 4037, dem grünen Personenwagen von Märklin, der zwischen 1960 und 1979 verkauft wurde. Sie sind damit alle 22 cm lang und sie haben alle leider keine Inneneinrichtung, was bei den Primex-Wagen ja leider immer der Fall ist. Das heißt, die abgespeckte Variante der Märklin-Wagen, auch wenn sie die früher dann mit einer Inneneinrichtung bei Märklin gegeben hat, sind dann in die Primex-Variante übergegangen und dort wurde dann in der Regel auf die Inneneinrichtung verzichtet. Der zweite Wagen ist dann der Schlafwagen in der dunkelblauen Ausführung und die Dächer sind bei den Wagen dann übrigens alle gleich. Hier wird also jetzt nicht zwischen Schlafwagen und Speisewagen unterschieden. Und der dritte Wagen in der beige-braunen Ausführung ist dann der Salonwagen und auch der macht für mich in dieser zweifarbigen Ausführung einen sehr edlen und hochwertigen Eindruck. Und das ist dann der dritte Wagen, der dieses ganze Set dann hier komplettiert. Und dann kam im Jahre 1989 von Primex unter der Nummer 4196 der rote Speisewagen raus. Hier habe ich dann nochmal ein Foto aus dem Katalog. Leider sind diese Katalogbilder nicht besonders schön und die Kataloge damals von Primex waren ja auch eher so kleine, dünne Prospekte und nicht sehr hochwertig gemacht. Und 1989 brachte Märklin dann mit der 4191 auch den braunen Schlafwagen auf den Markt, der sich von der Optik her doch jetzt stärker unterscheidet, weil er außen eine Holzbretterstruktur aufgedruckt hat. Auch hier habe ich nochmal ein Bild aus dem 1989er Katalog. Und dieser Wagen unterscheidet sich dann nochmal von der Dachstruktur, der eher der italienischen Variante der 4036, die hier in der Mitte steht, entspricht und unterscheidet sich
dadurch sozusagen von den Standarddächern der anderen Wagen. Und dann kam im Jahre 1991 mit der 4186 der blaue Gepäckwagen auf den Markt und auch dieser dann wieder in der dunkelblauen Farbgebung mit den goldenen Zierstreifen und Fensterrahmen. Und als letzten Wagen passend zum Orient Express brachte Märklin allerdings schon 1990, das heißt vor dem Gepäckwagen, unter der 4546 den passenden Weinwagen heraus. Dieser Wagen entspricht dann der braunen Variante, die Brimex bis dahin unter der 4546 produziert hat. Unterscheidet sich dann durch die andere Beschriftung bzw. blaue Bedruckung und die goldenen Zierlinien an den Weinfässern und wurde so dem Orient Express angepasst. Und hier habe ich dann auch nochmal ein Bild aus dem 1990er Brimex-Katalog. Und damit ist diese Originalzusammenstellung der Brimex Orient Express Variante sozusagen komplett. Was mich an dem Zug immer gestört hat, ist diese kleine Lokomotive da vorne, die im Original wahrscheinlich sogar den Zug auf bestimmten Strecken gezogen hat. Aber ich hatte immer das Gefühl, dieser eigentlich elegante Zug sollte auch eine elegantere Lokomotive bekommen. Ich habe dann mal geschaut, was es von Märklin als Alternativen so gibt und ich habe mich dann entschieden, mir für das Modell der Serie 231 der französischen Staatsbahn von Märklin die 3083. Diese gab es von Märklin schon von 1977 bis 1982, also eigentlich vor dem Brimex Orient Express, den Märklin ja dann erst ab 1988 aufgelegt hat. Und ich habe die beiden Lokomotiven dann mal hier im Vergleich und für mich ist das eine wesentlich elegantere Lokomotive. Das Ganze ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich bin hingegangen und habe die Lokomotive sozusagen mir als Ergänzung besorgt und sie macht hier einen richtig guten Eindruck vor diesem eleganten Luxuszug. Es gibt dann noch zwei weitere Lokomotiven, die hier für mich in Frage kamen, und zwar die 3317, das ist sozusagen mehr oder weniger eine Neuauflage der 3083. Diese gab es von 1991 als Exportmodell für Frankreich. Diese hat dann auch schon die brünierten Räder auf den Treibachsen und wirkt jetzt hier noch ein bisschen feiner in der Ausführung. Und als weitere Alternative der belgischen Staatsbahn habe ich die 3111 noch herausgesucht und diese gab es 1982. Und hier wäre man dann zumindest bei der braunen Farbgebung geblieben, wie sie in der Originalpackung der kleinen französischen Lokomotive entsprechen würde. Ich habe mich dann für die französische Variante entschieden, weil sie mir mit den Windleitblechen einfach auch wieder ein bisschen eleganter vorkam. Und hier habe ich mir dann die ältere der beiden Varianten, die 3083, gewählt, weil sie meiner Ansicht nach zu diesen einfachen Blechwagen ein bisschen besser passt. Das Ganze ist natürlich Geschmackssache und bleibt jedem selber überlassen. Und ich habe für mich jetzt hier die passende Lokomotive gewählt. So, und damit bin ich durch mit meiner Vorstellung von dem Märklin Orient Express. Für mich eine der schönsten Züge, die Märklin Brimex hier auf die Beine gestellt hat. Auch weil es diesen Zug von Märklin selbst ja nicht gegeben hat und es hier keine abgespeckte Variante ist, sondern eine von diesen eigenständigen Modellen ist, die Brimex hier aufgelegt bzw. produziert hat. Wenn ich irgendwas vergessen habe, es irgendwelche Ergänzungen gibt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann trage ich das wieder gerne nach. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.